In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der den EADX-Indikator zusammen mit Trailing Stops verwendet. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Zu Beginn müssen wir den Meta-Editor öffnen. Klicken Sie dazu auf ein kleines Symbol oder drücken Sie F4 auf Ihrer Tastatur. Sobald Meta-Editor geöffnet ist, können wir beginnen, unseren Code zu programmieren. Der erste Teil unseres Codes enthält die notwendigen Bibliotheken. Wir verwenden die Anweisung include, um die Klasse cTrade aus der Standardbibliothek einzubinden. Diese Klasse bietet vereinfachte Handelsmethoden wie Position Open und Position Modify, mit denen wir unsere Handelsoperationen effizienter verwalten können. Als nächstes instanzieren wir ein cTrade-Objekt namens Trade. Dieses Objekt verwaltet alle Handelsoperationen, einschließlich des Öffnens und Änderns von Positionen. Anschließend definieren wir die Parameter für die Konfiguration unserer Strategie. Diese Parameter sind in den EA-Eigenschaften einstellbar und ermöglichen es uns, das Verhalten unseres Expert Advisors individuell zu gestalten. Wir haben mehrere Parameter, darunter Lookback Bars, der den historischen Bereich für Hochs und Tiefs mit einem Wert zwischen 1 und 1000 Kerzen definiert. Min Candles Back legt das Mindestalter für ein gültiges Hoch oder Tief mit einem Bereich von 5 bis 50 Kerzen fest. Trailing Offset ist die Sicherheitsspanne für den Trailing Stop, die in Punkten gemessen wird und zwischen 1 und 20 eingestellt werden kann. Der Parameter ADX Period legt den Zeitraum für den ADX-Indikator fest und erlaubt Werte zwischen 8 und 50. ADX Threshold schließlich ist der Schwellenwert für die Trendstärke, der zwischen 15 und 50 eingestellt werden kann. Anschließend deklarieren wir unsere globalen Variablen und Handles. Diese Variablen speichern den Status zwischen den Ticks und enthalten die Indikatordaten. Die Variable ADX-Handle enthält den Handle für den ADX-Indikator, während ADX-Buffer plus DI-Buffer und minus DI-Buffer die Werte für den ADX und seine Richtungsindikatoren speichern. Das Array Price Data enthält die Open, High, Low und Close Kursdaten für unsere Berechnungen. Nun gehen wir zur Funktion onInit über, die einmal beim Start des Expert Advisors ausgeführt wird. In dieser Funktion erstellen wir das ADX-Indikator-Handle mit EADX, wobei wir das aktuelle Symbol und den H1-Zeitrahmen zusammen mit der ADX-Periode angeben. Außerdem konfigurieren wir unsere Arrays als Zeitreihen und stellen sicher, dass die neuesten Daten bei Index 0 liegen. Dazu verwenden wir die Funktion ArraySetASeries für jeden unserer Puffer und das Preisdatenarray. Schließlich geben wir den Erfolgscode zurück, um anzuzeigen, dass die Initialisierung erfolgreich war. Als nächstes definieren wir unsere Funktionen zur Positionseröffnung. Die Funktion OpenBuy-Position ist für die Ausführung einer Marktorder zur Eröffnung einer Kaufposition zuständig. Sie ruft den aktuellen Ask-Preis über Symbolinfodouble ab und ruft dann die Methode PositionOpen des Trade-Objekts auf. Wir geben das Finanzinstrument an, den Auftragstyp OrderTypeBuy, die Positionsgröße von 0,10 Lots, den Einstiegskurs zum aktuellen Ask-Preis und wir deaktivieren den anfänglichen Stop-Loss und Take-Profit, indem wir sie auf 0 setzen. Zur Identifizierung wird der Position ein Kommentar hinzugefügt. In ähnlicher Weise eröffnet die Funktion OpenSell-Position eine Verkaufsposition. Sie ruft den aktuellen Bidpreis ab und ruft die Methode PositionOpen mit den entsprechenden Parametern für einen Verkaufsauftrag auf, wobei wiederum eine Positionsgröße von 0,10 Lots verwendet und der Stop-Loss und die Gewinnmitnahme deaktiviert werden. Die Hauptkursaktualisierungsfunktion in OnTick wird bei jedem Tick ausgeführt und enthält die Kernlogik der Strategie. In dieser Funktion rufen wir zunächst mit Copyrates historische Kursdaten ab, die durch Lookback Bars definierte Anzahl von Kerzen in das Array Price Data kopieren. Außerdem kopieren wir die ADX-Indikatorwerte mit Copybuffer in ihre jeweiligen Puffer. Der erste Aufruf ruft die wichtigsten ADX-Werte ab, der zweite die Plus-DI-Werte und der dritte die Minus-DI-Werte. Als nächstes überprüfen wir den Status aller offenen Positionen. Wir initialisieren eine boolische Variable HasOpenPosition auf False und eine enum-Position-Type. Variable Current Position Type auf Position Type Buy.
Wir durchlaufen mit Positionstotal eine Schleife durch alle offenen Positionen und prüfen, ob eine von ihnen zum aktuellen Symbol gehört. Wenn wir eine offene Position finden, setzen wir HasOpenPosition auf True und aktualisieren Current Position Type entsprechend. Jetzt implementieren wir die Handelslogik, die auf den ADX und die I-Linien basiert. Für eine Kaufbedingung prüfen wir, ob der ADX-Wert größer ist als der ADXT-Schwellenwert und ob der Plus-DI größer ist als der Minus-DI. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind und es keine offenen Positionen gibt, rufen wir die Funktion OpenBuy-Position auf, um eine neue Kaufposition zu eröffnen. Wenn es bereits eine offene Kaufposition gibt, prüfen wir anschließend, ob ein Trailing Stop vorhanden ist. Wir suchen den niedrigsten Kurs im angegebenen Rückblicksbereich mit iLowest und rufen den letzten Tiefstkurs ab. Wenn der Low-Index größer oder gleich Min-Candlesback ist und der aktuelle Schlusskurs über dem letzten Tiefstkurs liegt, berechnen wir ein neues Stop-Level, indem wir den Trailing Offset zum letzten Tiefstkurs addieren und die Funktion Process Trailing Stop aufrufen, um den Stop-Loss zu aktualisieren. Bei einer Verkaufsbedingung führen wir ähnliche Überprüfungen durch. Wir überprüfen, ob der ADX größer als der Schwellenwert ist und ob der Minus-DI größer als der Plus-DI ist. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind und es keine offenen Positionen gibt, rufen wir die Funktion OpenSell-Position auf. Wenn es bereits eine offene Verkaufsposition gibt, suchen wir mit iHighest den höchsten Preis im Rückblicksbereich und rufen den letzten Höchstpreis ab. Wenn der High-Index größer oder gleich Min-Candlesback ist und der aktuelle Schlusskurs unter dem letzten High liegt, berechnen wir ein neues Stop-Level, indem wir den Trailing Offset vom letzten High abziehen und die Funktion Process Trailing Stop aufrufen. Die Funktion Process Trailing Stop ist für die Verwaltung des Trailing Stops für Kauf- und Verkaufspositionen zuständig. Sie führt eine Schleife durch alle offenen Positionen und prüft, ob der Positionstyp mit dem angegebenen Positionstypen übereinstimmt. Ist dies der Fall, wird das aktuelle Stop-Loss-Niveau abgerufen. Bei Kaufpositionen prüfen wir, ob das neue Stop-Niveau größer ist als der aktuelle Stop oder ob der aktuelle Stop gleich 0 ist. Wenn ja, rufen wir die Methode Position Modify auf, um den Stop-Loss zu aktualisieren. Bei Verkaufspositionen prüfen wir, ob das neue Stop-Level kleiner als der aktuelle Stop ist oder ob der aktuelle Stop gleich 0 ist und aktualisieren den Stop-Loss entsprechend. Schließlich drücken wir F7, um den Code zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code macht, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos anschauen. Sobald der Code erfolgreich kompiliert ist, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. In MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten. Wir wählen den Expert Advisor, den wir gerade erstellt haben, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Sie sollten sehen, dass der Expert Advisor auf dem Chart arbeitet. Wenn Sie bereits Mitglied im Premium-Kurs sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns gerne eine E-Mail schicken. Zusammenfassend haben wir gelernt, wie man einen Expert Advisor erstellt, der den EADX-Indikator nutzt und Trailing Stops durch ein paar Zeilen MQL-Code implementiert. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.